Nullartikel. Was ist ein Nullartikel? Eigentlich ganz einfach. Nullartikel bedeutet ganz einfach nur, dass du vor dem Nomen gar keinen Artikel benutzen musst, Schrägstrich darfst. In diesem Video erkläre ich dir, wann genau das der Fall ist, wann du weder einen bestimmten, unbestimmten oder sonst irgendeinen Artikel vor dem Nomen benutzen darfst. Hi, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. Falls du also noch Grammatikprobleme hast, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und wenn dir das Video gefällt, lass einen Like da, das hilft mir extrem. Heute erkläre ich dir den Nullartikel. Und wie bereits im Intro erwähnt, der Nullartikel beschreibt die Situation, dass du gar keinen Artikel benutzen kannst oder sogar darfst. Wann genau das der Fall ist, das zeige ich dir jetzt anhand meines E-Books. Wann verwendest du den Nullartikel? Also, als erstes benutzt du den Nullartikel immer bei unbestimmten Nomen im Plural. Das hast du schon im Video zu den unbestimmten Artikeln gelernt. Im Plural gibt es keinen unbestimmten Artikel. Dementsprechend kommt dort gar kein Artikel, also der Nullartikel. Ein Beispiel, dort steht ein Auto, das ist Singular. Und im Plural ist es dort stehen Autos. Hier kein Artikel davor, weil es ist irgendein Auto und nicht ein ganz bestimmtes Auto, deswegen im Plural gar kein Artikel. Hier hast du einen Stift, Plural hast du Stifte. Auch hier, ich frage nicht nach einem bestimmten Stift, sondern gib mir einfach irgendeinen und im Plural ist es ohne Artikel, also Nullartikel. Hier ist es genau wie im Englischen, also auch im Englischen gibt es im Plural keinen unbestimmten Artikel, aber weil es Spanisch oder auch irgendeine andere lateinisch basierte Sprache deine Muttersprache ist, dort gibt es im Plural einen unbestimmten Artikel. Da musst du ein bisschen aufpassen. Nullartikel werden auch bei Namen und Firmennamen ohne Adjektiv benutzt. Zum Beispiel, ich arbeite mit Max, ich arbeite bei Siemens. Hier, das sind Eigennamen, da kommt kein Artikel davor, außer wir benutzen ein Adjektiv davor. Das macht man sehr, sehr selten, also dann spricht man diesem Menschen oder dieser Firma immer irgendeine ganz besondere Eigenschaft zu. Ich arbeite mit dem arroganten Max. Und hier benutzt man den bestimmten Artikel davor, einfach um es klar zu machen, dass man hier nichts verwechselt. Ganz streng genommen ist es auch ein Demonstrativpronomen und nicht wirklich ein Artikel. Aber das spielt für dich keine Rolle. Was du wissen musst, hier gehört das dem davor, sobald hier ein Adjektiv steht. Ohne Adjektiv, was 99% der Fälle so sein wird, dann kommt auch hier kein Artikel hin. Wenn du Maß-, Gewichts- und Mengenangaben hast, benutzt du auch keinen Artikel, also den Nullartikel. Ich möchte bitte eine Tasse Tee. Eine Tasse ist eine Mengenangabe und da kommt dann nicht, ich möchte bitte eine Tasse der Tee, sondern eine Tasse Tee. Was du machen könntest, ist eine Tasse des Tees, also mit dem Genitiv. Das wäre dann aber von der Grammatik her möglich, aber sehr unüblich. Man sagt eine Tasse Tee, des Tees wäre dann wieder ein ganz bestimmter Tee. Also auch eher ein Demonstrativpronomen. Die Brauerei braut jeden Tag 10.000 Liter Bier. Auch hier kein Artikel davor. Ich hätte gern 100 Gramm Mortadella. 100 Gramm ist die Mengenangabe, genauso wie hier 10.000 Liter. Und da kommt kein Artikel davor. Ich möchte gern 10 Eier. Auch hier die Mengenangabe 10. Und Eier hat dann keinen Artikel.
Du kannst hier wie beim T theoretisch überall den Artikel vom Genitiv setzen. Das ist aber ein Demonstrativpronomen. Es wirkt dann immer, als wenn du mit dem Finger auf den Tee, das Bier, die Mortadella oder die Eier zeigst. Dementsprechend, wenn du das mit dem Finger machst, dann sehr gerne, ansonsten ohne Artikel hier. Bei Nationalitäten und Sprachen benutzt du ebenfalls keinen Artikel. Olga ist Russin. Sie will Deutsch lernen. Pedro ist Spanier. Er spricht schon Deutsch. Marie ist Schweizerin und Marie lernt Französisch. Hier kommen keine Artikel davor. Niemals. Nullartikel bei Städten, Kontinenten und den meisten Ländern ohne Adjektiv davor. Er kommt aus Berlin. Deutschland liegt in Europa. Vor diesen Eigennamen kommen keine Artikel. Das ist dasselbe wie bei Namen und Firmen, das sind Eigennamen, genauso wie hier auch die Städte, Kontinente und Länder, das sind Eigennamen und vor Eigennamen benutzen wir keinen Artikel. Es gibt hier allerdings ein paar Ausnahmen, das sind nämlich die Schweiz zum Beispiel. Ich komme aus der Schweiz. Die Schweiz verlangt immer einen Artikel. Das ist eine Ausnahme. Es gibt noch ein paar andere Länder. Da verlinke ich dir auch unter dem Video die Liste mit den Ländern, die einen Artikel bekommen. Und er kommt aus dem schönen Berlin. Hier haben wir wieder das Adjektiv. Da kommt dann auch der Artikel, Schrägstrich das Demonstrativpronomen davor. Für Berufe, wenn wir werden, sein oder als benutzen. Olga ist Architektin. Jan arbeitet als Deutschlehrer. Pedro will Ingenieur werden. Hier geht es um den Beruf und da kommt kein Artikel. Und das kommt dann immer mit den Verben werden und sein. Also hier Olga ist Architektin, Pedro will Ingenieur werden oder auch mit arbeiten als Deutschlehrer. Hier wird in der Regel kein Artikel benutzt. Durch den Einfluss des Englischen wirst du aber häufiger hören, dass auch mal hier ein dazwischen geschoben wird, wie zum Beispiel Olga ist eine Architektin, Pedro will ein Ingenieur werden. Bei als geht es auf keinen Fall. Also Jan arbeitet als ein Deutschlehrer. Es geht, aber meine Empfehlung ist, lass es weg. Normalerweise wird es weggelassen, das ein, da das einfach nur der Einfluss aus dem Englischen ist. Worauf du achten musst, ist, der Arzt macht einen Fehler. Hier ist die Person gemeint und nicht der Beruf. Und dann kommt natürlich ein Artikel davor. Ein ganz bestimmter Arzt, der hier einen Fehler macht. Denn hier ist nicht der Beruf, sondern die Person gemeint. Bei allen anderen 3 Beispielen ist der Beruf gemeint. Und als letztes benutzt du den Nullartikel auch bei Materialien und Stoffen im allgemeinen Kontext. Allgemeiner Kontext bedeutet, mein Schreibtisch ist aus Holz. Papier wird aus Holz hergestellt. Also immer, wenn du wirklich über das Material und den Stoff, wie zum Beispiel Milch, Papier, Wasser, Eisen, Gold und so weiter, sprichst. Aber nicht, wenn es konkret um einen Gegenstand geht. Wie hier, das Papier im Drucker ist alle. Hier ist der Gegenstand Papier gemeint und nicht das Material. Der Nullartikel hat also ganz genaue Regeln, wann du ihn benutzen bzw. nicht benutzen musst. Das hört sich erstmal sehr kompliziert an, ja, verstehe ich, aber schau einfach mal in deiner eigenen Muttersprache, falls das nicht Deutsch ist. Wann benutzt du dort keinen Artikel und wann benutzt du einen Artikel? Ich garantiere dir, wenn es eine europäische Sprache ist, sind diese Regeln fast komplett identisch. Du musst dich nicht groß umstellen, du kannst es einfach genauso machen, wie du es auch in deiner Muttersprache machst. Und
Ansonsten hoffe ich, dass du heute wieder viel gelernt hast. Wenn du Übungen zu diesem Thema sowie zu allen anderen Themen, die ich hier auf YouTube bespreche, haben möchtest, dann schau dir jetzt noch meine Grammatikakademie an. Dort bekommst du jede Menge Bonusmaterial und kannst mich auch aktiv dabei unterstützen, dass ich hier weiter diese Videos für dich produziere.